Ich dachte eigentlich, wenn ich 40 bin, sind meine Jungs aus dem Gröbsten raus und ich habe wieder mehr Freiräume, mehr Freiheiten für mich. Deswegen hat die Ärztin dann auch gesagt, wir müssen uns auch noch über etwas anderes unterhalten. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, aber nicht übers Down-Syndrom. In dem Moment muss ich sagen, ist echt so, wie wenn du das Gefühl hast, du fällst in ein ganz tiefes Loch. Mich hat auch eine Mama mal am Welt-Down-Syndrom-Tag in Stuttgart angesprochen und gesagt, das ist mit ein Grund, warum sie ihr Kind bekommen hat. Keine Diagnose bestimmt den Wert. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Hallo ihr Lieben, willkommen im Rollicoaster, dem Podcast für junge Menschen mit Beeinträchtigung und ihre pflegenden Angehörigen, denn Pflege betrifft nicht nur alte Menschen. Ich bin Nancy und ich glaube fest daran, dass Sichtbarkeit Leben verändern kann. Und dass das so ist, zeigt uns heute die Achterbahn von Elisa. Elisa ist Grundschullehrerin und Mutter von 3 Jungs und vor 7 Jahren hat eine Diagnose ihr Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Down-Syndrom. Weil sie offen darüber gesprochen hat, lebt heute ein Kind, das sonst vielleicht nicht auf dieser Welt wäre. Genau eine Woche vor dem Welt-Down-Syndrom-Tag erzählt sie heute ihr von ihrer Achterbahn der Gefühle und dem Leben mit einem Kind mit Trisomie 21. Schnallt euch an, denn los geht's! Hallo Elisa, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Nancy. Guten Morgen. Elisa, du bist Grundschullehrerin und hast bereits 2 erwachsene Kinder. Und dann hast du Johannes bekommen und über ihn wollen wir uns heute unterhalten, denn Johannes ist jetzt 7 Jahre alt geworden und er ist mit dem Down-Syndrom geboren. Wie würdest du sagen, geht es Johannes heute? Wie erlebst du ihn? Ich hoffe, er ist ein glückliches Kind. Glückliches Kind, glückliche Eltern, genau, und Geschwister. Nee, also Johannes ist ein sehr, sehr lebensfrohes Kind, ein sehr lebensfroher Junge und auch ein richtiger Wirbelwind. Ich beschreibe ihn auch immer so gerne als Menschenfreund. Also er freut sich eigentlich an jedem, dem er begegnet und geht auch sehr offen durch die Welt und begrüßt alle dann ganz mit einem freundlichen Hallo, die wir auf dem Weg auch treffen. Heute Morgen hat er seinen Schulranzen gepackt und ist dem Busfahrer entgegengesprungen, freut sich jetzt auch auf die Schule. Also ja, er ist glücklich und freut sich, glaube ich, hier auf der Welt zu sein. Super, das ist toll. Und dann lass uns jetzt mal die 7 Jahre zurückgehen, als du von deiner Schwangerschaft erfahren hast. Wahrscheinlich hast du dich ja zunächst sehr gefreut, wie die meisten. War ein bisschen anders bei mir Oder? tatsächlich, Okay. weil ich hatte ja die 2 großen Jungs, 17 und 15 waren die damals schon, als ich nochmal schwanger wurde und es war eigentlich gar nicht mein Plan oder unser Plan. Und von daher war das erstmal schon so ein Schock überhaupt, das Gefühl zu haben, ich fange nochmal komplett von vorne an. Ich dachte eigentlich, wenn ich 40 bin, sind meine Jungs aus dem Gröbsten raus und ich habe wieder mehr Freiräume, mehr Freiheiten für mich. Und dann hat es schon auch eine Weile gedauert, bis ich mich einfach so mit dem Gedanke, jetzt tatsächlich nochmal schwanger zu sein, so angefreundet habe. Und kurz danach, als ich eigentlich so mich drauf gefreut habe, war dann aber ist bei einem Ultraschall einfach ja auch bei Johannes dann ein Herzfehler entdeckt worden. Und das war natürlich dann gleich wieder so ein Mhm. bisschen ein Dämpfer natürlich für uns, genau. Also du hast wahrscheinlich erstmal den normalen Ultraschall gemacht oder wurden dir gleich mehrere Tests angeboten? Also ich habe mich gegen den Nackenfaltentest entschieden, den habe ich bei keinem meiner Kinder machen lassen, weil für mich schon immer von Anfang an klar war, es würde für mich jetzt an meiner Entscheidung, ein Kind zu bekommen, nichts ändern. Aber natürlich, Mhm. ich habe 2 gesunde Jungs auf die Welt gebracht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass bei der 3. Schwangerschaft irgendwas anders sein könnte und habe dann auch da keine besonderen Untersuchungen gemacht. Das ging eigentlich dann erst los, als der Organultraschall. Also er hat sich immer ganz gut versteckt, der kleine Mann. Also sein Herz war nie sichtbar. Alle anderen Organe waren in Ordnung, hieß es immer, aber das Herz war nicht so zu sehen. Und da ging es dann schon los. Das hieß, wir müssen zur Feindiagnostik und selbst dort erstmal in Schwäbisch Gmünd und Mutlangen hat man nichts entdeckt und dann wurden wir nach Stuttgart weitergeschickt und da war es dann tatsächlich so, dass der Herzfehler dann dort auch entdeckt wurde oder bestätigt wurde, ja. Mhm. Und kannst du erläutern, was es für ein Herzfehler war? Ist das was Also Typisches?
Ja, das ist also das nennt sich AVSD. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, jetzt so spontan wieder. Also es ist ein Herzfehler auf jeden Fall, der bei 50% aller Kinder mit Down-Syndrom eigentlich in der Regel vorkommt. Und deswegen Mhm. hat die Ärztin in der Klinik in Stuttgart dann auch gesagt, wir müssen uns auch noch über etwas anderes unterhalten. Und aus dem Bauch raus war damals auch so mein Gedanke, oder habe ich ja ausgesprochen, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, aber nicht übers Down-Syndrom. Okay. Da hattest du so ein Gefühl. Irgendwie vom Gefühl, ja, war's irgendwie so in mir drin und sie sagte doch genau über das. Und das war natürlich dann schon erstmal, boah. Du hast am Telefon auch direkt gesagt. Mhm. Aber das mit dem Telefon kam erst später, weißt du, es war ja hier, der Herzfehler wurde bestätigt, wir müssen uns noch über was anderes halten Ja. und unterhalten. Und dann hat sie gesagt, wir können Blut abnehmen oder eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen, um eben das Ergebnis zu bekommen. Oder überraschen lassen. Das wollte ich dann in dem Fall nicht. Ich habe gesagt, ich möchte mich schon darauf einstellen und habe mich dann für diese Blutentnahme und den Bluttest entschieden. Und da hab ich dann 10 Tage hat es gedauert, bis ich das Ergebnis bekommen habe. Und das war eben telefonisch, genau. Dass eine Wahrscheinlichkeit von 96% vorliegt, dass unser Kind das Down-Syndrom haben wird. Mhm. Und das war ja wahrscheinlich dann doch erstmal ein Schock, weil es ist ja ein Unterschied, ob man so ein Gefühl hat oder ob man dann gesagt bekommt, dass die Wahrscheinlichkeit doch recht groß ist, dass es dann doch tatsächlich so ist, oder? Ja, also in dem Moment muss ich sagen, ist echt so, wie wenn du das Gefühl hast, du fällst in ein ganz tiefes Loch, das reißt dir den Boden unter den Füßen weg. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht persönlich telefonieren. Ich habe immer gesagt, mein Mann, er soll anrufen, aber er hat die Auskunft Mhm. nicht bekommen. Es hieß, ich muss persönlich am Telefon sein. Und ja, das war schon so eine tiefe Trauer, eigentlich eine Trauer um ein gesundes Kind, die ich da verspürt habe. Und so mindestens 2 Wochen lang war ich auch wirklich kaum ansprechbar für andere. Ich war wie in so einem irgendwie Tunnel. Ich, Mhm. ja, dann eigentlich nur herausgekommen bin, muss ich sagen, weil ich irgendwann mal über meinen Bauch so gestreichelt habe und immer dachte, oh mein Gott, dieses kleine Wurmchen da in meinem Bauch kann ja gar nichts dafür und erlebt eigentlich nur noch eine traurige Mama, die hier weint. Und das hat mich tatsächlich, war das so ein Wachrüttler, wo ich dachte, das kann es jetzt auch nicht sein, dass ich mich so hängen lasse. Ja, okay, gut. Und wie haben die anderen reagiert? Dein Mann, deine anderen Kinder? Mhm. Also mein Mann, der erstmal nur im Garten und hat erstmal Zeit für sich gebraucht, um das Ganze irgendwie sacken zu lassen und zu verarbeiten. Und ja, dann war auch so das Gespräch mit den großen Brüdern und das war ja für uns alle, wir kannten aus unserem also haben im Bekannten- oder Freundeskreis niemanden gehabt mit Down-Syndrom. Und das war so echt so ein, was kommt da auf uns zu? Wie wird das sein? So eine große Unsicherheit eigentlich, wo einfach spürbar war. Und David, das ist der Mittlere, der hat dann irgendwann zu mir gesagt, warum bekommen alle anderen gesunden Kinder nur wir nicht? Mhm. Ja, also der hat schon auch wirklich auch gehadert damit und war keine leichte Zeit. Ich glaube, das ist so die typische Reaktion bei jedem fast, ne? Wenn irgendwas, wenn man irgendeinen schweren Schicksalsschlag hat, dass man immer zuerst denkt, so, ach, warum ich oder warum wir, ne? Und ja, ja. Und wenn man nachher im Hospital ist, wir waren ja dann auch wegen der Herz-OP dort und dann eben auch sieht, wie viele Kinder dort sind und wie viele Familien es gibt, die eben keine gesunden Kinder haben, da ändert sich natürlich schon auch der Blick für die Welt dadurch. Gell? Mhm. Dass es Mhm. noch mehrere gibt. Ja, Mhm. ja, klar. Aber was denkst du, warum habt ihr es bekommen? Viele sagen ja, der ist genau in der richtigen Familie gelandet, genau. Ich sage immer, also gut, wir bekommen das tatsächlich jetzt gut hin. Sind ein gut eingespieltes Team und Johannes ist nicht mehr wegzudenken. Ich denke aber, man wächst auch mit seinen Aufgaben und ja, was wäre die andere Entscheidung gewesen? Ich möchte mein Kind nicht, weil es eine Behinderung hat. Es kann auch einen Unfall haben und irgendwie behindert sein, dann würde ich es auch nicht weniger lieben wie vorher. Also Ja. der Satz auch Liebe zählt keine Chromosomen hat mich sehr geprägt und das stimmt. Im ersten Moment, wo ich mein Kind dann im Arm hatte, ist einfach so eine große Liebe, wo man, ja, ist ganz egal, ob der jetzt 3 Chromosomen Ja. auf dem 21. hat oder nicht, gell? Es ist einfach Ja. mein Kind. Und
im Fokus stand dann eigentlich auch nur noch, dass sein Herzfehler, dass diese Herz-OP, dass das war unsere große Sorge, genau. Wenn er dann mit 5 Monaten ist er dann operiert worden, wie dass diese OP eben gut geht. Mhm. Ja, die ist ja auch risikobehaftet, ne? Wahrscheinlich kein Mhm. kleiner Eingriff, vor allem in dem Alter nicht. Nee, das ist ja wirklich eine große Operation, die auch mehrere Stunden gegangen ist. Und aus dieser einen, er hatte sozusagen eine große Herzklappe durch die großen Löcher in der Herzscheidewand. Und aus dieser Herzklappe mussten zwei gemacht werden. Und ich meine, klar, die Chirurgen, gell, 5 Monate altes Kind, ist ja schon Wahnsinn, was da letztendlich auch möglich ist. Und wie es konnte korrigiert werden, nicht also nicht ganz optimal, sage ich jetzt mal. Also er gilt jetzt nicht als herzgesund nach dieser OP. Wir haben einmal im Jahr müssen wir zur Kontrolle, aber bisher entwickelt sich es im Wachstum gut mit, so dass er keine Medikamente nehmen muss, keine Einschränkungen im Alltag hat, alles machen kann, was er möchte. Und er ist auch ein Wirbelwind. Er powert auch richtig viel und hat da keine Probleme vom Herz. Also das war uns auch ganz arg wichtig, genau. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch ähm, wahrscheinlich mit der wichtigste Grund heutzutage, warum, also diese Herz-OP, ne, und warum die Kinder mit Down-Syndrom doch eine sehr hohe Lebenserwartung inzwischen haben. Weil nach dem, was ich jetzt in der Recherche gelesen habe, ging man, glaube ich, 1910 noch von 8 Jahren aus und 1980 waren es dann immerhin 25 Lebensjahre, aber dann kam das, glaube ich, danach mit der Herz-OP, die immer Mhm. besser, das immer besser ging. Und jetzt mittlerweile ist so, glaube ich, der Durchschnitt bei 60 Jahren und durchaus auch älter, ne? Also das ist doch, denke ich, eine tolle Entwicklung. Ja. Das Problem ist halt, dass du am Anfang, ich habe ja auch das Gefühl gehabt, ich gebe ein gesundes Kind zu dieser Operation ab, weil du am Anfang hast du das nicht gemerkt, dass er herzkrank ist. Aber wenn man Ja. den Moment eben verpasst, diese Korrektur zu machen, dann entsteht eben dieser Lungenhochdruck und der eben nicht mehr korrigiert werden kann. Also der Chefarzt hat uns auch von einem Kind erzählt, wo die Eltern dann mit 7 Jahren die OP wollten und da war es tatsächlich zu spät. Also es Mhm. ist schon so, Okay. klar, die Medizin bietet es, aber man muss eben auch bereit sein zu sagen, ja, ich gehe den Schritt. Ich gebe mein Kind Mhm. Ja. ab, genau. Ja, da würde ich jetzt sowieso noch mal den einen Schritt zurückgehen wollen. Und zwar, du hast dann am Anfang der Schwangerschaft eben erfahren, dass das Kind sehr wahrscheinlich Down-Syndrom haben wird. Und dann hast du dich ja wahrscheinlich mehr damit auseinandergesetzt. Wie hast du das gemacht? Ja, also ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe gegoogelt. Das würde ich Okay. niemandem empfehlen, genau. Weil es schon so ist, dass man da so sehr stigmatisierte Bilder eigentlich von Down-Syndrom gezeigt bekommt und einfach auch so defizitorientiert. Ja, was wird das Kind alles mal nicht können und was sind so die besonderen Merkmale von Augen, der Sandalen, Zeh und solche Geschichten, wo da so mit aufgeführt werden. Und ich hatte da, nachdem ich mir da ein paar Bilder angeschaut habe, echt so das Gefühl, oh mein Gott, mein Kind wird mal gar keine Persönlichkeit haben, sondern Kinder, Menschen mit Down-Syndrom sehen alle gleich aus. Und das war sehr, also das muss ich sagen, da habe ich schon damit zu tun gehabt und habe dann zum Glück kurz darauf ein Buch geschenkt bekommen von einer Fotografin, Conny Wenk aus Stuttgart, die selber eine Tochter mit Down-Syndrom hat und die hat das Buch Außergewöhnlich herausgebracht. Außergewöhnlich gibt es Väterglück, Mütterglück, Geschwisterliebe, also verschiedene Bände mittlerweile. Und ich habe mir das Buch angeschaut und habe einfach festgestellt, jedes Kind da drin, richtig hübsche Kinder mit Down-Syndrom und jedes sieht anders aus und hat definitiv eine Persönlichkeit. Ja. Also Mhm. so, ich finde, das ist wichtig, dass man einfach was an der Hand hat, ähm, wo man mutmachende Beispiele sozusagen aufsieht. Und das war auch mit ein Grund, warum ich dann mir Gedanken gemacht habe, nachdem die OP vorbei war und es uns soweit gut ging, wie ich auch anderen Familien helfen kann, die diese Diagnose übermittelt bekommen. Und habe dann Mhm. mit diesem Verein Gemeinsam Leben in Göppingen die Mutmachbriefe aufgelegt. Das sind auch viele, also alles Familien aus dem Kreis Göppingen, alle Kinder mit Down-Syndrom und da haben die Familienangehörigen dann Briefe an ihre Kinder geschrieben. Genau. Mhm. Lass uns da später drauf zurückkommen. Ja. Ähm, wie ging die
Entwicklung weiter? Also wann habt ihr gemerkt, dass da jetzt abgesehen vom Down-Syndrom und vielleicht dem einen oder anderen äußerlichen Merkmal, meistens geht ja doch eine geistige Behinderung mit einher, die aber ja, wie bei uns auch, also bei uns gibt es ja auch mehr oder weniger intelligente Menschen, ja, und so ist es ja bei Menschen mit Down-Syndrom auch. Nicht jeder ist gleich schwer geistig behindert, aber meistens ist eine mehr oder weniger ausgeprägte geistige Behinderung dabei. Wo würdest du Johannes da einordnen und wann habt ihr gemerkt, dass die Entwicklung ähm, nicht, nicht wie bei anderen Kindern verläuft? Mhm. Ja, ist ein bisschen schwer, weil man sagt ja klar, sie sind entwicklungsverzögert. Motorisch gesehen, Johannes ist mit 19 Monaten gelaufen, ist sozusagen, gibt es ja auch andere Kinder, die erst spät sozusagen laufen. Da war das für mich so ein Punkt, wo ich dachte, er entwickelt sich wirklich gut und das auch trotz seiner OP, die er dann auch noch hatte. Ähm, die Sprache ist, glaube ich, so der Punkt bei uns, wo man einfach sehr deutlich merkt, dass er in seiner Entwicklung verzögert ist. Und er hat relativ spät angefangen zu sprechen und hat auch, also wir haben auch mit Lautgebärden dann am Anfang auch gearbeitet, weil ich dachte, vielleicht brauchen wir das, um zu kommunizieren. Ähm, Mittlerweile hat er einen riesengroßen Wortschatz, also Wahnsinn, was er alles für Begriffe hat, aber die Aussprache ist halt einfach sehr schwierig. Und klar, wenn man dann, ich sag mit Eintritt in den Kindergarten dann, wenn man dann einfach so den Vergleich mehr hat, ja, wie entwickeln sich andere Kinder, wird einem das schon bewusst, dass das Kind dann ein Jahr vielleicht zurück ist oder vielleicht auch 1,5 oder so. Und auch wenn man gefragt wird, wenn man unterwegs ist, wie alt ist denn das Kind? Und man hat das Alter dann gesagt, dann kam schon immer so ein Blick, okay, und gefühlt kann das noch nicht oder spricht so oder das habe ich schon gemerkt, dass er da im Vergleich eben mit seinen Freunden aus dem Kindergarten, dass er in der Entwicklung verzögert ist und auch klar von der geistigen Entwicklung nicht so fit ist. Er kann vom Zählen her zum Beispiel bis heute jetzt tut er sich schwer, obwohl er jetzt auch schon in die Schule gekommen ist, die Reihenfolge bis 5 zu zählen. Macht immer 1, 2, 3, 4, 9. Ähm, Mhm. und da spürt man das schon. Aber für mich, ich bin immer mega stolz auf alles, was er kann und was er sich alles merkt und welche Abläufe er drauf hat. Ich finde echt, er hat eine Hammer-Merkfähigkeit und kann sich auch Ja. wirklich an viel jetzt auch so zurückerinnern. Ich, für mich spielt es jetzt, also dieses Vergleichen gar nicht mehr so die Rolle. Wir nehmen ihn einfach so, wie er ist und können ja da jetzt auch quasi nichts ändern, gell? Wir sind viel aktiv, wir fördern ihn viel, wir sind unterwegs, wir treffen uns viel mit anderen Kindern auch, von denen er dann auch mitlernen kann. Ja, und das sind die kleinen Schritte, die zählen, ne? Ja, und die Ja, Meilensteine, die werden vielleicht noch mehr gefeiert als bei anderen Kindern. ja, Ja, sicher, sicher. ja. Und er war im Kindergarten, hast du gerade erwähnt. Mhm. Und jetzt müssen wir dazu sagen, wir sind in Baden-Württemberg, ne? Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, Kindergarten und dann auch Schule. Vielleicht, wenn du darüber was erzählst, wie habt ihr euch da entschieden? Also er hat einen Regelkindergarten hier am Ort, ganz ums Eck bei uns, bis gleich ums Eck bei uns besucht. Und dort hat er eine Integrationskraft dann gehabt. Die war mit 10 Stunden in der Woche war die für Johannes zuständig. Also die kam an 3 Tagen in der Woche. Und er war aber durfte jeden Tag auch in den Kindergarten gehen. Genau, das hat richtig gut funktioniert. Und waren am Anfang ein bisschen reduziertere Zeiten. Das hat sich dann nach und nach ist das dann erweitert worden. Und 4 Jahre hat er den Kindergarten tatsächlich besucht. Er ist ja im Oktober geboren. Das war für uns dann auch das Glück, dass wir nicht das Thema mit Zurückstellung oder irgendwie so hatten, das sich oft Mhm. schwierig gestaltet, wenn die Diagnose Down-Syndrom im Raum ist, weil die Schulleiter dann oft sagen, ja, die ist ja nach einem Jahr die Situation nicht anders. Das, Oh ja, das kenne ich ja. ja, ja. Wobei es da auch, muss man sagen, von Bundesland zu Bundesland tatsächlich anders ist. Also es gibt auch Mhm. Bundesländer, die sagen, ja genau aus dem Grund, weil eine Behinderung da ist, stufen wir zurück und Baden-Württemberg macht es genau andersrum. Da ist eine Behinderung da, naja, dann wird es nächstes Jahr nicht anders sein. Warum soll man dann zurückstufen? Also ich meine, Finde ich ich bin ja schon. auch Schulleiterin
Und ich habe da Ja. mittlerweile ja auch einen anderen Blick drauf aber von Schule zu Schule ist da einfach auch so der Unterschied. Also was ich jetzt wieder Okay. mitbekomme, die eine Schule stellt sich total quer, die andere sagt, ja klar, mach mal, ja, also das finde ich halt auch schwierig für die Familien, dass sie einfach, Ja. je nachdem, wo du wohnst, nicht nur Bundesland, auch Landkreis und Wohnort, es steht und Okay. fällt eigentlich immer mit den Personen, gell, vor Ort. Und Sogar. Okay. mhm. Und ich finde auch, es ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert, ne? Ich meine, dass man vielleicht jetzt nicht irgendwie jedes Schuljahr sagt: „Okay, jetzt machen wir die Klasse noch mal“ oder, Ja, ne, dass man das jetzt nicht unendlich lang, ausreizt, verstehe ich. Aber dass man wenigstens beim Kindergarten einmal sagt: „Ja komm, wir warten noch ein Jahr vielleicht mit der Einschulung“, oder eben vielleicht tatsächlich auch in der Schule. Also, es gibt ja zumindest an den SBBZ nachher auch die Möglichkeit, die Stufen jeweils zu wiederholen. Dort wird's ja nicht in Klassen eingeteilt, sondern in Stufen. Ähm, ja, aber die Argumentation ist oft schwierig. Ja, mhm. das stimmt. Gut, er war Oktober geboren und er ist dann wirklich, also muss ich sagen, er war schulreif. Nach 4 Jahren Kindergarten hat man gemerkt, jetzt ist bei ihm auch der richtige Zeitpunkt, dass jetzt einfach auch was Neues kommt. Und so wir haben dann ja dort geschnuppert, also wir haben uns überlegt, wo gehen wir hin, machen wir eine Ja. inklusive Beschulung hier bei uns am Wohnort und habe aber doch einfach auch viele Beispiele mittlerweile gehört, wo auch eine Mama hat mal zu mir gesagt, das kannst du schon machen mit der rein inklusiven Beschulung, aber dann kannst du nicht berufstätig sein, dann musst du auf Abruf zu Hause sein. Wenn die Schulbegleitung krank ist, kann das Kind nicht in die Schule kommen oder bei Ausflügen, besonderen Aktivitäten brauchen sie nochmal eine zusätzliche Begleitperson und da war für mich schon klar, also so können wir das nicht leisten. Das muss auch ein Modell sein, wo für uns als Familie funktioniert. Und ich Mhm. denke auch, dass Johannes in der Klasse, in der Regelklasse mit ja 24 bis teilweise 28 Kindern in der Klasse, dass er da auch wirklich überfordert wäre. Also wenn er da jetzt als Regelschulkind sozusagen damit dabei oder als Inklusivkind mit dabei wäre in der Ja. Regelklasse, dauerhaft. Also und dann war Modell Außenklasse eher so ein bisschen, hat mich jemand auf die Idee gebracht, ob das vielleicht eine Idee wäre. Da hatte ich zu dem Moment, wusste ich davon nicht viel und habe mich da ein bisschen informiert. Das ist ja, er ist Schüler einer Sonderschule und die aber eine Klasse sozusagen an eine Regelschule angedockt hat. Also haben eine Kooperationsklasse, mit denen sie dann auch gemeinsam auf die Nebenfächer oder Ausflüge, ähm, Morgenkreis zum Beispiel, jetzt war heute Morgen beim Johannes, wo auch miteinander gemacht wird, wo sie einfach Kontakte haben und Begegnungen haben mit den Regelschulkindern, aber trotz allem ihr eigenes Klassenzimmer in einer kleinen Gruppe von 6 bis 8 Kindern eben mit ausgebildeten Sonderschulpädagogen. Und das Modell hat mich dann am meisten überzeugt. Mhm. Und warum nicht direkt in die, in das SPBZ? Also die Sonderschule Mhm. sozusagen. Mhm, weil ich schon finde, dass Johannes unheimlich viel eben durch Beobachten lernt und einfach auch Kinder braucht, wo er Sprachvorbilder zum Beispiel auch hat, dass er Mhm. sich in der Sprache weiterentwickeln kann, Motorik. Er schaut sich so viel ab und ich habe jetzt schon auch eine Bekannte, der ihr Sohn, der hat einfach ein Down-Syndrom, hohen pflegerischen Aufwand, der ist an der Stammschule und da sind Autisten mit drin, die nicht sprechen. Also sie sagt, er hat eigentlich überhaupt gar niemanden mehr, wo so ihm so Sprachvorbild sein kann. Und macht sie sich große Mhm. Gedanken, wie sich das bei ihm weiterentwickelt. Also das war mir schon wichtig, dass er, auch im Kindergarten kennt das ja gar nicht anders. Also er war Ja, als einziges Kind mit Behinderung dort. Ähm, er kennt mal jemanden im Rollstuhl von unserem Verein oder so, aber ihm selber ist, glaube ich, auch noch gar nicht bewusst, dass er anders ist oder eine Behinderung hat. Genau. genau. Also er wäre ja wahrscheinlich, oder was denkst du, wo wäre er hingekommen? Oder was für ein SBBZ wäre zuständig gewesen? SBBZ mit geistiger Behinderung wahrscheinlich, oder? Mhm, Schwerpunkt, also wir haben jetzt körperlich, geistig ist bei uns sozusagen, Die ist zusammengelegt. ist, Ja, ist häufig auf dem Land, genau. Und dann meinst du, also du hast praktisch ja dein Kind gut beobachtet, ne, und verglichen eben mit anderen Kindern, ist ja normal. Und dann war das für euch quasi der goldene Mittelweg. So verstehe ich dich. ja, und ich habe dann versucht, hier am Ort mit der Schulleiterin ins Gespräch zu kommen, ob sie sich das vorstellen kann, vielleicht auch hier in Weschenbeuren so eine Außenklasse zu errichten.
Aber da war letztendlich muss das alles ein Jahr vorher schon passieren. Also die Mühlen mahlen langsam, genau. Und Johannes wollte immer wissen, wo ist meine Schule? Also das war für ihn immer ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, so bis in die Sommerferien hinein vielleicht nicht sagen zu können, wo gehst du mal hin? Wo ist dein Platz? Das Mhm. konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich habe dann, wir wohnen in Weschenbeuren, sind ja zum Landkreis, also zum Ostalbkreis, ist ja auch nicht weit nach Schwäbisch Gmünd. Und da gibt's eben ein privates SBBZ, die Martinusschule. Und da, genau, habe ich mal dann schnuppern dürfen mit ihm zusammen in dieser Außenklasse. Wir haben uns das angeschaut. Und da mussten wir aber auch im Januar eigentlich sagen, wir nehmen den Platz oder nicht, sonst wären die Plätze auch weg gewesen. Also das sind ja auch sehr gefragt und natürlich dadurch, dass die Klassen ja so klein sind, gibt es dann eben auch nur wenige Plätze. Und dann habe ich auch, obwohl er mit dem Bus dorthin fahren muss und über ja, fast 40 Minuten eigentlich einfach im Bus sitzt, haben wir dann gesagt, wir gehen den Weg, weil die einfach auch besser ausgestattet sind mit Lehrerwochenstunden. Ja, und du sagst gerade, die Klassen sind kleiner. Also wir wissen alle, ne, an der normalen Grundschule sind die Klassen häufig, wie du es vorhin gesagt hast, zwischen 25 und 28 Kindern groß. Erkläre noch mal kurz den Unterschied zu den beiden anderen Schulformen, also eure Außenklasse und wie es am SBBZ üblich ist. Also im SBBZ sind sie ja teilweise, ich glaube auch nur 4 bis 6, je nachdem, Kinder wirklich in einer Gruppe. In der Außenklasse ist normalerweise auch so, das ist die Zahl 6 eigentlich immer so im Raum. Und beim Johannes sind es jetzt aber 8. Aber da hat auch die Klassenlehrerin einfach die Kinder alle kennengelernt und sind alles sehr ruhige Kinder, die gut ins Arbeiten auch gekommen sind. Und die hat dann gesagt, ich kann mir das vorstellen, dass wir eben auch die 2 weitere noch mit dazu nehmen. Und es funktioniert auch Ich, gut. ich glaube, der Unterschied ist auch, ich sag mal, an der normalen Regelgrundschule, ne, da werden die Kinder halt zusammengewürfelt, so, also meistens nach Einzugsgebiet ja auch. Ähm, und bei euch ist es so, dass man schon auch ein bisschen die Kinder anschaut und guckt, wer passt gut zusammen in eine Klasse, wie könnte es gut klappen? Und Ja, es meistens ist gibt. es auch so. Also manchmal korrigiert man nochmal nach, vielleicht, dass man nochmal Mhm. Schüler tauscht mit einer anderen Klasse, aber also so kenne ich es auch, dass das eigentlich von dem Fachpersonal ganz gut meistens zusammengesetzt wird. Es gibt ja auch Kinder mit Down-Syndrom, die enormen Fluchttrieb haben und so dann Weglauftendenz, ja, sagt man ja auch. Also die Mhm. wirklich, ja, wo es wichtig ist, dass es ein Areal ist, wo wirklich alles eingezäunt ist, wo das Kind auch nicht wegrennen kann und so. Und das ist natürlich an einer Außenklasse in der Regelschule darf das eigentlich nicht sein. Ja, da ist schon so, der Schulhof ist offen. Also Johannes könnte da jetzt weglaufen, wenn er möchte. Ja. Mhm. Und da muss man schon sagen, das muss auch passen, dass das Kind letztendlich dann auch hier in dem Alltag gut integrierbar ist, ohne dass jetzt eine Person jetzt nur für ihn zuständig ist und immer nach ihm schauen muss. Also Also das wäre meine nächste Frage. Habt ihr da auch eine Integrationskraft oder macht die Klassenlehrkraft das jetzt ganz mhm. allein? Nee, also dort ist tatsächlich so, das sind immer 2 Sonderpädagogen plus eine FSJ-Kraft, die dauerhaft in der Klasse sind. Manchmal kommt stundenweise sogar noch jemand noch dazu, aber es hat niemand noch eine persönliche Integrationskraft. Mhm. Also es wird alles mit dem Personal von dort jetzt geleistet, genau. Gut. Und jetzt hast du schon gesagt, also so ein paar Dinge gibt. Also kannst du mal allgemein nochmal sagen, was typisch ist für Menschen mit Down-Syndrom und was davon jetzt wirklich euch betrifft? Meine Frage zielt jetzt ab auf auch auf Therapiemöglichkeiten. Also wir haben am Anfang, also Physiotherapie haben wir sozusagen gehabt am Anfang und natürlich die Logopädie, die kam recht früh mit dazu. Und ich war aber schon immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte so viel Therapie wie nötig und was nicht unbedingt sein muss, mache ich jetzt auch nicht. Also Ergo kam jetzt zum Beispiel erst ein halbes Jahr vor Schuleintritt bei uns jetzt dazu, weil da die Logopädin erstmal ausgefallen war. Und dann haben wir gesagt, dann nutzen wir die Zeit und machen da Ergo. Ähm, wir sind regelmäßig bei der Sehschule, genau, also die Augen ist so oft, dass es da eben schon auch eine Sehschwäche gibt und die viele Kinder oder auch Erwachsenen auch die Brille dann brauchen. Wir sind ja beim HNO-Arzt, beziehungsweise, wie heißt's?
PET-Audiologie sozusagen, haben wir regelmäßige Kontrollen, was das Gehör angeht. Da sind wir ja jedes halbe Jahr auf jeden Fall zur Kontrolle. Und es ist so vielseitig, man kann es gar nicht so genau sagen. Gell? Es gibt Kinder, die haben einfach so mit dem Darm eher die Probleme. Bei uns war es jetzt das Herz. Also es oft ist eben was Organisches, was nicht in Ordnung ist, zu der geistigen Entwicklung dazu. Wir machen seitdem Johannes 3 ist Reittherapie. Das ist eine private Geschichte, wo man auch privat bezahlen muss, wo nicht von der Kasse übernommen wird. Aber so einmal die Woche darf er zum Reiten und machen auch einmal im Jahr so eine intensive Reitwoche verbunden mit Logopädie. Also das sind eigentlich so unsere Schwerpunkte, die Logo und schon für die Körperspannung, weil man ja sagt, sind ja so hypoton, ähm, Genau. haben also wenig ja, oder eine Muskelschwäche, das merkt man schon bei ihm. Er ist jetzt 7, hat auch immer noch so einen kugelrunden, so einen Babybauch. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass er dick ist, sondern weil er einfach da die Muskeln das nicht da sind, die das halten bei ihm. Also, Mhm. das sind schon so unsere Punkte eigentlich. Also er scheint ja sehr offen anderen Menschen auch gegenüber zu sein, von dem, was du so erzählt hast bis jetzt. Wie ist es denn, wie nimmst du das umgekehrt wahr? Wie reagiert so die Gesellschaft, vielleicht eben auch Leute, die euch nicht kennen, Mhm. auf euch? Wie ist da deine Wahrnehmung in der Hinsicht? Ja, also ich habe es jetzt auch mal auf dem Schulhof beobachtet, als ich ihn abgeholt habe, dass er kam raus und hat wirklich alle dann so begrüßt, die Kinder, die da gerade auch unterwegs waren. Und da kann nicht jeder damit umgehen. Also manche denken, hä, warum sagt jetzt der Hallo zu mir? Oder wenn wir jetzt auch mal im Bus gefahren sind, möchte ja auch nicht jeder persönlich begrüßt werden. Also es ist schon eher so ein bisschen immer eine Distanz. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber es ist schon eher so, dass also eigentlich sind die Leute skeptisch, wenn man freundlich grüßt. Mhm. Also, und was glaubst du, woran es liegt? Eher an den Leuten selbst? Also, dass sie selber vielleicht den Umgang nicht wissen oder sich nicht trauen Ich glaube, es sind schon zu so fragen? Berührungsängste, wenn man einfach, ja, wenn man es nicht kennt oder nicht weiß, wie verhalte ich mich da jetzt, dann ist einfach so ein bisschen eher so zurückhaltend. Und ich meine, unser Thema mit Johannes ist natürlich auch diese Offenheit, die er da mitbringt gegenüber jedem, dass wir da ja auch dran arbeiten müssen und sagen, du, es gibt Menschen, die wir kennen in unserem Umfeld, ja, da begrüßt zum Beispiel auch mit Umarmung, ja, er ist auch ein Ja, Kind, wo unheimlich gerne jemanden umarmt, auf dich zuspringt und dass wir sagen, das machen wir wirklich nur bei denen, die wir gut kennen und Fremde umarmen wir nicht und so. Also das ist natürlich auch ein Thema, wo uns dann mit beschäftigt. Aber ich finde schon, die Gesellschaft ist offener geworden. Also ich bin ja auch auf Instagram mit Johannes und berichte da auch von unserem Leben. Ich habe noch keine Hate-Kommentare bekommen oder irgendwelche blöde Sprüche oder so. Also bisher haben wir da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Halt so ein bisschen eine Distanz, ist so ein bisschen weiß jetzt nicht genau, wie ich mich da verhalten soll. ja, Hemmungen Ja, wahrscheinlich, ne? ja. Was würdest du dir wünschen? Gib doch den Leuten mal einen Tipp. Wie kann man auf euch zukommen, ohne euch zu nahe zu treten quasi? Ja, ich finde einfach zurücklächeln, das hilft schon. Oder einfach freundlich zurückgrüßen, dann ist er schon glücklich. Weil ich meine, ja, er kann auch penetrant sein. Wenn dann kein Hallo kommt, dann probiert er das so oft, bis dann das stattgefunden hat. Ja, man muss halt selbst damit umgehen können, ne? Und ich glaube, wenn man jetzt so persönlich keine Berührungspunkte noch nicht hatte, ist es wahrscheinlich auch schwer. Ja. Was soll man da jetzt sagen? Ja, aber nicht einfach gar nicht so viel Gedanken machen. Ganz normal. Ja, Ich glaube, das ja, ich glaube, das Allerbeste. ist das Beste. Ähm, Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz drauf zurück. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, nachdem du dich so ein bisschen alleingelassen gefühlt hast, nachdem, dass du da erfahren hast, dass du ein Kind mit Down-Syndrom hast oder auch wo es da war. Ähm, Das hat dich dazu veranlasst, dass du anderen Menschen helfen möchtest. Erzähl doch mal dazu. Ja, ich habe ja vorhin ich zeige es einmal, falls man sehen kann, die Mutmachbriefe ja erwähnt gehabt und mir war es einfach wichtig, dass man wirklich was an die Hand bekommt. Also das ist eine Broschüre mit, ich weiß gar nicht, es sind glaube jetzt insgesamt tatsächlich auch 21
Kinder und Erwachsene bis zum Erwachsenenalter mit drin. Oder 21 Briefe sind es auf jeden Fall geworden, genau. Die wir dann bei in Frauenarztpraxen, in Krankenhäusern und so verteilt haben, Kinderärzte und so, überall dort, wo wir gedacht haben, da können Eltern die Diagnose übermittelt bekommen. Und dass man dann sagt, guck mal hier, ich finde, der Schock gehört dazu und auch diese Trauer, die gehört dazu. Das ist jetzt nicht gleich, ihr habt da ein Heft, guck mal, das wird alles gut. Das sind ganz arg ehrliche Briefe, wo auch wirklich das auch mit drin steckt, diese Entwicklung, wie hat sich einfach dann auch entwickelt im Laufe der Zeit, auch von den Gefühlen. Und greifbar aber eben mit Familien, die hier aus dem Kreis sind. Das war mir ganz arg wichtig, weil das hat mir auch geholfen, dass ich andere Familien kennengelernt habe, um da zu gucken, wie haben sich die Kinder entwickelt. Ähm, Wenn wir zusammenkommen, ist so schön einfach auch zu sehen, wie unterschiedlich sie sind und aber auch wie sie ihren Weg gehen. Und auch wenn dann ein 34-Jähriger mein Mann erzählt, oh, ich bin da mit dem Zug da allein nach Nordrhein-Westfalen gefahren und so, das war für uns schon auch toll. Ach, okay, sie können ein selbstständiges Leben auch führen, ja. Also es ist Ja, so, dass genau. sie immer komplett auf Unterstützung angewiesen sind, sondern sie können auch selbstständig Dinge machen. Und das war für mich, also so ein bisschen Verarbeitung, glaube also von meiner Geschichte und der Diagnose. Aber ich denke mal, es muss ja auch für was gut sein, dass ich das alles durchgemacht habe. Und wenn ich jemandem helfen kann, auch über Instagram hab ich eine ganz arg wunderbare Situation gehabt, weil ich da ja auch offen über unseren Familienalltag berichte, um einfach auch zu zeigen, guck mal, wir sind eine normale Familie, bei uns, ähm, wir haben viel Freude miteinander, wir haben auch wirklich viele glückliche Momente. Ein, Mhm. ein Wutausbruch von Johannes würde ich jetzt ja da nicht reinstellen, ja, also das macht ja nie. Aber auch den gibt's, Aber auch wie bei allen Kindern. natürlich wie bei allen. Aber klar, Ja. der wird jetzt natürlich jetzt nicht, da habe ich keine Zeit, das Handy zu nehmen und das zu filmen. Und das, ja, Ja. es ist ehrlich, es ist ein ehrlicher Einblick natürlich. Und mich hat auch eine Mama mal am Welt-Down-Syndrom-Tag in Stuttgart, war mir da vor Ort angesprochen und hat wirklich sich bei mir bedankt und gesagt, ja, hat auf ihr Kind im Tragetuch gezeigt und gesagt, das ist mit ein Grund, warum sie ihr Kind bekommen hat. Und da Mhm. habe ich schon wirklich Gänsehaut bekommen, weil es ist immer so eine Sache, wie viel zeigt man von sich, gell? Vor allem, wenn man eben auch Ja. Schulleiterin ist, viele Schüler hat, viele Familien, die da vielleicht dann auch folgen. Was möchte ich tatsächlich von mir preisgeben? Aber dieser Moment war eigentlich, ja genau, deswegen machen wir das, dass ich Menschen nicht, dass sie nicht nur Ängste haben, was kommt auf uns zu, sondern dass sie einfach auch sehen, hey, so kann es sein. Man weiß es ja nie, wie sich das eigene Kind entwickelt, ja. Und sehen dann Johannes und vielleicht sagen sie auch nachher, boah, beim Johannes hat das alles so super funktioniert und bei uns ist jetzt doch schwerer oder wir haben jetzt da doch andere Herausforderungen. Kann natürlich auch sein, aber es Ja hilft. klar, es gibt bestimmte Merkmale, die sich ähneln, ne, aber nicht bei allen ist alles ausgeprägt oder nicht alles Ja. gleich schwer, ja. Und dann, ja, aber es bietet dann wahrscheinlich Orientierung, ne? Und toll, dass du da zumindest erfahren hast davon, dass dein Beitrag ein Menschenleben gerettet hat. Mhm. Äh, Das ist ja auch viel wert. Ja, ansonsten ist die Rate ja oft 9 von 10 Kindern werden nicht geboren. Das muss man Ja, natürlich aussehen, gell? Also, dass sich genau. eben doch viele Eltern eben auch für den Abbruch einer Schwangerschaft dann entscheiden, wenn sie die Diagnose bekommen haben. Ja. Ähm, Aber genau, apropos, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie denn eigentlich die Entwicklungsmöglichkeiten sind. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Lebenserwartung mittlerweile sehr hoch ist, ja. Und aber vielleicht gerade im Hinblick eben auf die Entwicklung, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, die mit der Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist so, ne, dass sie wirklich, die meisten werden selbstständig, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, aber ich glaube, alle können im Prinzip ein ähm, selbstständiges Leben führen, früher oder später. Ja, und wenn es eben, das Thema Wohnen ist gerade bei uns im Verein, bei vielen gerade so aktuell und sind bisher wirklich noch wenige, die so den Schritt von zu Hause weg gemacht haben.
Aber es gibt halt auch wenige Formen irgendwie, wo man sagt, das passt, ja. Also wo man wohnen kann. inklusive WGs oder eben dann Ja. doch mit, ich finde schon, es muss jemand dabei sein, wo das Ganze so ein bisschen mit betreut, gell, und einfach schon auch guckt, Mhm. dass das funktioniert. Aber ansonsten können die also wirklich alleine dann auch zum Zug gehen und Zug fahren. Sie brauchen nicht einen ständigen Betreuer neben sich. Für gewisse Entscheidungen und ja, Themen bestimmt ist wichtig, dass sie jemanden haben, wo sie dann vielleicht auch berät und so, aber also oder auch arbeiten an der Getränkeausgabe und so, in der Küche mithelfen. Also es gibt auch da und die sind alle glücklich mit ihrem Leben. Das finde ich so das Entscheidende eigentlich, dass man sagt, Ja. ich brauche jetzt ja nicht urteilen, dass das jetzt hier, klar, studieren werden wahrscheinlich die wenigsten, obwohl es natürlich gibt ja auch den Spanier, den Pablo Pueda, der ist war an der Uni und hat studiert, aber das muss jetzt ja auch nicht das Ziel sein von jedem. Aber die Menschen sind mit ihrem Leben, wie es ist, zufrieden und glücklich. Ja. Ich denke auch, sie haben eigentlich, die meisten können auch arbeiten gehen, ja, manche vielleicht in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, aber ich glaube, die meisten können auch auf dem normalen Arbeitsmarkt was finden. Ja, wenn die Bedingungen eben passen. Und ich denke, da ist manchmal schon so, dass man, das ist ja eigentlich, bedeutet ja auch Inklusion, dass sich eigentlich die Gesellschaft der Person anpasst und da vielleicht auch Dinge Ja. verändert, dass es für sie passend ist und nicht die Person mit Behinderung oder sich immer in der Gesellschaft anpassen muss. Und da ist natürlich schon, finde ich, noch viel zu tun in Deutschland auf jeden Fall, weil es oft eben schon so ist, dass wir auch als Eltern, oh, wir sind unheimlich dankbar, dass er da jetzt in den Kinderturnen mit dabei sein kann oder so. Ja, also eigentlich Dinge, wo Ja. man sagt, das ist, müsste eine Selbstverständlich sein. Das hat die UN-Behindertenrechtskonvention geregelt. Inklusion ist ein Menschenrecht. Und wir sind als Eltern, finde ich, oft noch so, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen dankbar sein. Und zu mir hat mal jemand gesagt, ja, die anderen müssen doch auch dankbar sein, dass Johannes da jetzt mit dabei ist, dass sie von ihm unheimlich auch viel lernen können. Ist ja nicht nur so, dass ich immer nur sage, mein Kind lernt von den anderen, sondern die Ja. anderen lernen ja auch von meinem Kind und sehen Ja. vielleicht, oh, ist das ein freundlicher, der gibt die Hand, wenn man sich begrüßt, er bedankt sich, wenn er ein Geschenk bekommt, ja. Also das ist ein ganz feines Kerlchen. Und manche Kinder haben da ja wirklich auch Probleme, das so zu machen. Und dann denke ich, ja, stimmt. Die können von Johannes auch unheimlich viel lernen. Ja. Und Richtig. Sozialkompetenz vor allem, ne? ja, ja, genau. Und Ja. dass es eben Ja. nicht immer nur darum geht, Wettbewerb und wer ist jetzt der Schnellste und was kannst du am besten. Sondern man kann auch mal im Moment einfach schön miteinander spielen und das genießen, ohne gleich wieder zu gucken, genau sich wieder gleich so zu messen. Ja. Oder eben genau das Umgekehrte, auch einfach gegenseitig Rücksicht zu nehmen oder auch zu akzeptieren, dass einer eben bestimmte Sachen vielleicht nicht kann, aber dafür auch zu wertschätzen, dass er was anderes dafür viel besser kann. Das sage Eben. ich meinen Das Schülern ist immer wieder. Wir haben ja an der Schule auch kein Kind mit einer Behinderung, aber wir thematisieren den Welt-Down-Syndrom-Tag und besondere Tage, die einfach so im Jahr anfallen. Und ich sage immer, keine Diagnose bestimmt den Wert. Jeder ja. Mensch ist gleich wertvoll, egal ob er jetzt ja hier ein super Mathe-Ass ist oder sich in Sport das Schnellste oder eben das nicht kann. Und das finde Mhm. ich unheimlich wichtig, dass man nicht so dass man das nicht so bewertet immer, ja, oder denkt, ja, mein Kind hat. In gut oder schlecht einteilt. Ja. Ja, ist eine tolle Einstellung. Ich sehe das auch so. Gibt halt Leute, die sehen es vielleicht nicht so, aber wir hoffen mal, dass sich unsere Gesellschaft da in die richtige Richtung entwickelt. Die ersten Schritte sind ja gemacht. Ja. Also ich glaube, im Ganzen können wir zum Schluss zusammenfassen, auch ein Leben mit Down-Syndrom kann ein erfüllendes Leben sein. Ja, solange die Kinder noch klein sind, in der Familie leben und man da jemanden hat mit Down-Syndrom, kann das trotzdem ein tolles Familienleben sein. Ähm, und ich denke, das Wichtigste, ja, auch diese Menschen können glücklich sein in ihrem Leben. Das ist das Wichtigste. Ja, sind wahrscheinlich sogar oft glücklicher als viele von uns. Auch das könnte Ja. sein. Elisa, eine letzte Frage an dich. Was denkst du in Bezug auf das Leben mit einem behinderten Kind? Was läuft gut in der Gesellschaft? Wir hatten es vielleicht schon ein bisschen so angerissen.
Was läuft gut in der Gesellschaft und wo würdest du dir doch noch Veränderung wünschen? Hm, gute Frage. Also ich war jetzt gerade wieder dran am Überprüfen vom Pflegegrad und beziehungsweise auch in der Schule. Also ich finde die Bürokratie, bis man Dinge beantragt und bis man Dinge genehmigt bekommt. Ich muss sogar auch bei Johannes immer wieder einen Bericht jetzt an die Krankenkasse schicken, warum er denn überhaupt jetzt eine Ergo braucht und was hinter der Diagnose steckt, wo ich denke, jetzt seit 7 Jahren. Also das ist, finde ich, das, was manchmal so ein bisschen zäh ist und wo ich mir einfach auch ein bisschen mehr Entlastung noch wünschen würde, auch in unserem Pflegesystem. Aber ansonsten wünsche ich mir einfach wirklich eine Gesellschaft, die einfach offen ist und einfach jeden akzeptiert, wie er ist, genau. Und wir friedlich miteinander leben können. Ja, ist doch ein tolles Schlusswort von dir. Ähm, Ich würde sagen, wir verlinken in den Shownotes dann alles, was du vorhin gezeigt hast, die Broschüre und deinen Instagram-Account vielleicht, dass man dir folgen kann und deiner Geschichte. Ich danke dir, dass du mit mir und den Zuhörenden deine Geschichte geteilt hast. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viele tolle Momente zusammen und eine gute Zeit. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Elisas Geschichte zeigt, was man verändern kann, wenn man den Mut hat, aus dem Schatten zu treten. Danke, liebe Elisa, dass du deine Achterbahn der Gefühle mit uns geteilt und damit auch einen Beitrag zu mehr Sichtbarkeit von uns Eltern beeinträchtigter Kinder geleistet hast. Und wenn ihr jemanden kennt, dem diese Folge etwas bedeuten könnte, teilt sie jetzt. Der Welt-Down-Syndrom-Tag ist am 21. März. Es gibt keinen besseren Moment dafür. Wenn auch ihr eine Geschichte habt, die gehört werden sollte, dann schreibt mir. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Schnallt euch ab, atmet tief durch. Bis zum nächsten Mal.